Moin Leute, willkommen zurück bei Lockpicking Nord. Ich habe heute für euch das Dom iX10KG. Wie ihr seht, ist das ein Baumwollenschloss und ich würde sagen, es ist kein gewöhnliches Baumwollenschloss. Das Schloss hat zwei Pinreihen, A5 Pins, das heißt, wir haben hier netto 5 Pins pro Seite, ne, wir haben 10, insgesamt 10 aktive Pins, die wir picken müssen und den einen oder anderen passiven Pin an der Seite. So sieht der Schlüssel dazu aus, hat ein aktives Element hier vorne an der Spitze. Ich versuche mal das mit dem Pick zu zeigen. Das Ding ist beweglich, diese kleine Kugel hier. Und dient vor allen Dingen als Kopierschutz. Es ist ein Wendeschlüssel, funktioniert wunderbar in beide Richtungen. Hat so ein fettes Kunststoffgehäuse, weil es noch eine kleine Lampe vorne dran hat. Die Batterie ist jedoch leer. Das Ganze kommt in so einer netten Plastikbox hier mit Ersatzschlüsseln, Schraube etc. und Karte, aber die Karte habe ich jetzt rausgenommen. Ist hammerschwer zu picken, kann ich euch sagen. Wahrscheinlich für den einen oder anderen von euch nicht. Ich glaube, Lockpicking Lawyer hat auch mal so ein ähnliches, ein älteres gepickt. Geht bei mir schon los, dass es relativ schwer zu spannen ist. Ich habe jetzt gerade mal einen Spanner gefunden, der einigermaßen passt. Und ja, wie auch immer, ich versuche das mal zu picken. Ich denke, es wird nichts. Also wenn es nichts wird, dann wird das Video natürlich auch nicht hochgeladen. Und wenn es funktionieren sollte, dann werdet ihr euch wahrscheinlich in einem Fast Forward wiederfinden, weil es ist einfach super schwer, zwischen diesen beiden Pinreihen hin und her zu switchen und immer den richtigen Binder oder gebundenen Pin zu finden. Ich lege einfach mal los. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn es auf einmal einen Fast Forward, also einen schnellen Vorlauf gibt in dem Video. Dann hat es einfach zu lang gedauert und ich vermute, das wird auch darauf hinauslaufen. Ich habe es auch schon mit Raken versucht. Ich habe auch einen Baumwollen-Rake. Es funktioniert hin und wieder mal und spart ein bisschen Zeit, aber ist natürlich nicht die sauberste Lösung. Das ist ja so ein bisschen cheaten, ne? Ein bisschen betrügen. Lieber Single-Pin picken und dann kann ich endlich mal reingucken und euch zeigen, wie es drinnen aussieht. Ich weiß es selber noch nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich es zerlegt bekomme. Ich bin allerdings neugierig, wie das funktioniert mit zwei Pinreihen. Die müssen ja eigentlich leicht schräg zueinander zulaufen, damit sie sich irgendwie da unten in diesem im Gehäuse treffen können, beziehungsweise irgendwie in dieses kleine Gehäuse unten passen. Schwierig ist bei diesem Schloss vor allen Dingen, dass die Pins nicht einen Durchmesser von 3 mm haben, wie gewöhnlich. Den haben die zwar, aber nicht oberhalb, also nicht im hier Schlüssellochbereich. Dort sind die runtergedreht und haben quasi so ganz, ganz dünne Spitzen. Ich denke mal, die haben so einen knapp 2 mm Durchmesser und es ist echt schwer, die zu erwischen. Und es ist echt leicht, seinen Pick zwischen zwei Pins zu verhaken und den nicht mehr frei zu bekommen. In diesem Fall muss ich einen langen L-Spanner nehmen und mit dem Griffstück quasi alle Pins auf einmal runterdrücken und dann kann ich, wenn ich Glück habe, meinen Pick ziehen. Kann aber auch mal echt lästig sein. Habe jetzt irgendwas übersetzt anscheinend gerade. Ich switche jetzt immer zwischen Werkzeug und Pinreihen hin und her. Ich versuche von der Mitte aus zu picken. Momentan benutze ich eine Curved Flag, eine relativ große. Eine linke. Werde aber immer mal wieder das Werkzeug tauschen müssen. Jetzt benutze ich eine rechte Curved Flag. Sieht so aus. Und versuche jetzt nach rechts rüber zu picken und versuche vor allen Dingen auch keine passiven Pins zu erwischen hier, die mir vielleicht den kompletten Spaß verderben wollen. Die sitzen nämlich oben und auch seitlich und sind wahrscheinlich sehr, sehr schnell übersetzt, da sie keine Federspannung haben. Oh, jetzt habe ich schon 4 Set erreicht. Sehr cool. Das dauert bei mir normalerweise richtig lange, bis ich so weit komme. Jetzt wird es schwierig. Ich wollte schon sagen, das Schwierigste ist eigentlich das 4 Set zu erreichen, aber diesmal scheint es nicht das Problem zu sein. Jetzt kommt das nächste Problem. Ich muss natürlich jetzt erstmal den oder die Pins finden, die noch binden, ohne wieder alles zu verlieren. Und ohne, wie gesagt, einen von diesen passiven Pins zu erwischen. Das wäre irgendwie schlecht. So. Jetzt hängt mein Pick schon fest hier irgendwo da hinten. Das ist natürlich blöd. Momentan keine Counter Rotation, vor allen Dingen kein Feedback bei irgendwelchen Pins. Das ist ein bisschen schlecht. Ich werde jetzt mal auf eine Left Flag. Sieht so aus, eine relativ, ja, ist eine mittlere, ist ein Medium linke Flagge. Left Flag, wie gesagt.
werde ich jetzt mal benutzen, um von ganz rechts außen die Pinreihe einmal abzutasten und zu gucken, ob ich hier noch einen gebundenen Pin finde. Momentan sieht es relativ schlecht aus. Sitzen alle entweder schon sehr fest oder schon nicht mehr setzbar, sind schon zu tief. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Problem wird. Wir werden sehen. Ich hoffe auch, dass mir der Spanner nicht rausfliegt. Der passt nicht so gut. Ich drehe zwischendurch auch mal die Left Flag, also die linke Flagge, um eine gerade Flagge zu erreichen, die ich dann halt auf die rechte Shelllinie, auf die rechte Pinreihe benutze. Aber wie gesagt, ich kann hier gerade momentan nichts setzen. Entweder sitzt hier irgendwas total fest oder mein Force Set ist schon mehr oder weniger zu tief. Das kann natürlich auch sein. Irgendwas verriegelt hier auf jeden Fall total. Momentan habe ich ein bisschen Angst, wie gesagt, den Spanner zu verlieren. Ich werde jetzt mal auf eine ganz kleine Flagge wechseln. Eine ganz kleine Right Flag, eine rechte Flagge. Und von ganz rechts oben versuchen die linke Pinreihe nochmal abzutasten. Scheint aber auch alles schon zu sitzen. Es kann sein, dass es jetzt wirklich nur noch an diesem aktiven mittleren Pin hinten sitzt, der hier durch diesen Ball gesetzt wird. Der halt auf dem Schlüsselprofil keine feste Höhe hat, keine erkennbare. Kann sein, dass ich den noch setzen muss oder erstmal finden muss. Okay. Das war ja schon mal ein ganz kleiner Kernkipp weiter. Ist jetzt schon mal wieder was passiert. Ich bin ein bisschen beeindruckt. Momentan wieder kein gebundener Pin zu finden hier. Ich werde jetzt nochmal oben die Oberfläche quasi der oberen Pinreihe hier, des oberen Schlüsselloches nochmal abtasten. Um zu gucken, ob da auch alles noch mit rechten Dingen zugeht. Da kommen nämlich auch ein paar passive Pins runter. Das war, glaube ich, nicht so gut. Hörte sich auf jeden Fall nicht gut an. Und es ist offen. Boah, das glaube ich ja gar nicht. Ich glaube es nicht. Jungs, das ist der Wahnsinn. Ich habe es jetzt schon so oft versucht, es hat nicht funktioniert. Ich habe teilweise eine halbe Stunde dran gesessen. Ich glaube, ich kriege das hier nicht so richtig in den Fokus. Alter Schwede. Das ist ja der Hammer. Jetzt bloß nicht wieder zumachen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das Ding ist wirklich bestückt. Das macht die Taschenlampe nicht mehr mit scharfen Pinreihen. Oh, ihr wisst gar nicht, wie erleichtert ich bin. Ich versuche das jetzt schon so lange bin ich schon dabei, dieses Schloss zu picken. Ohne Erfolg. Jetzt kommt natürlich der nächste Part. Jetzt muss ich das Ding irgendwie noch gatten, also zerlegen. Ich muss mir erstmal ein bisschen Platz machen. Und mein Assembling Toolkit hier ranzaubern. Oh. Das ist problematisch. Schnell mal den richtigen Kram ranholen hier. Ich weiß echt nicht, wie es da drin aussieht, das werden wir gleich sehen. Das ist wahrscheinlich jetzt ein Riesenakt, das Ding zu zerlegen. Kriege ich schon mal nicht den C-Clip hier auseinander, das ist ja sehr blöd, der dreht sich die ganze Zeit weg. Ah ja. Ich hasse diese weichen Dinger. Echt schrecklich. Schrecklich. So, dann haben wir hier noch einen. Ja, wie kriege ich das jetzt zerlegt? Das wird jetzt natürlich ein bisschen kompliziert werden.
Scheint jetzt hier zu einem Problem zu werden alles. Also ziehe ich jetzt einfach mal den Kern und werde mir das mal antun. Und das gleich mal wieder zusammensetzen alles. Mann, da sitzt eine ganze Menge drin. Man hätte das vielleicht mal vorher teilen sollen, das Teil. So, ich habe hoffentlich alle Kleinteile erwischt. Hier fliegt noch eine Menge rum. So, dann wollen wir mal sehen. Hier ist alles raus. Oder? Ja. Gut. So, hier haben wir schon mal den Kernteil. Der Schlüssel passt so rum rein. Hier müsste eine Sidebar sitzen. Okay, hier sitzt eine Sidebar. Aha. Gut. Die wird auch anscheinend über Pins. Nee, die wird nur über den Schlüssel gesteuert. So wie es bis jetzt aussieht. Das heißt, wir haben schon mal eine Sidebar, die wir jetzt erstmal nicht zuordnen können. Nicht so richtig auf jeden Fall. Wollen wir mal gucken. Hier oben sind die passiven Pins. Und zwar nicht zu knapp anscheinend. Mal sehen, ob wir die passenden finden. Oh, da fliegt mir gerade was weg. Okay, der schon mal nicht. Wir haben hier hinten einen passiven Pin auf dieser Seite. Aha, so, jetzt haben wir es. Gut, hier ist ein passiver Pin. Key Control. Das heißt, der kommt schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hier mit rein. Wir haben einen. Ist das ein aktiver? Wir haben einen passiven Pin in Nummer 2 hier oben. Ja, Nummer 2, passiver Pin. Wir haben hier unten einen aktiven kleineren Pin. Das war der mir alles hier anscheinend versaut hat. Ja, wie ihr seht, hier. Der sitzt in Kammer Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quasi. Das ist der 10. Pin. Das heißt, ich werde ihn jetzt mal hier in Kammer Nummer 5 legen. 1, 2, 3, ja genau. Und jetzt kommen die ganzen anderen Pins. So, die sind schon mal nicht rund. Ja. Fokus, Fokus, Fokus. Hier seht ihr, wie die Pins aussehen. Die passen nur in einer Richtung anscheinend hier rein. So wie es aussieht, ist das ein Pin-in-Pin. Da ist noch irgendwie ein Pin drin. So Leute, ich habe es doch noch geschafft tatsächlich, irgendwie diesen Kern wieder zu bepinnen. So sieht das Ganze aus. Ich versuche mal einen dunklen Hintergrund zu finden. Wie ihr seht, sind hier so manche... das spiegelt furchtbar doll. Sehen manche Pin nach Pin-in-Pin aus, sind aber keine Pin-in-Pin, das ist nur ein Aufbauschutz und ja, so ist das Pinning dem Schlüssel nach. Den unteren Drivern oder die unteren Pins kann ich noch nicht genau zuordnen, dafür muss ich die andere Seite erstmal rausnehmen, diesmal mit einem Follower, dann kann ich das besser zuordnen, denke ich. Es gibt hier allerdings, ich muss das mal ein bisschen dichter ranholen, doch den einen oder anderen Sicherheitspin. Das hier unten
ist die rechte Pin-Reihe. Und hier gibt es eigentlich nur Standard-Pins, bis auf einen. Das ist ein ganz ebener, Moment, ich muss das mal hier ablegen. Ein ganz ebener T-Pin. Macht es aber nicht einfacher, das Ganze. Das gleiche in der anderen Pin-Reihe, da gibt es auch einen T-Pin. Federn sind alle gleich lang, natürlich, ist ein Standardschloss. Hier oben, wie gesagt, sieht das Pinning ein bisschen anders aus. Ein T-Pin ist zwar vorhanden, aber hier haben wir so einen ganz abgefahrenen Burschen. Und zwar hat er so eine abgeknickte Spitze, die auch noch verjüngt ist. Das hat einen ganz einfachen Grund, und zwar ist das dazu da, um diesen Stahlpin hier am Ende zu erreichen. Den hier, der durch dieses aktive Schlüsselelement gesteuert wird. Und deswegen muss er so dünn werden am Ende und auch irgendwie noch leicht schräg, um den zu erreichen. Die Driver kann ich ja mal rausholen hier. Vorsichtig. Ich ziehe mal den Schlüssel. Fangen wir mal hinten an. Haben wir hier den Stahlstift. Da sind doch auch einige Sicherheitspins bei. Das ist ein Standard. Andersrum so. Oh, gar nicht so einfach, Jungs. Das ist auch ein Standard. Ich glaube, auf der Seite waren nur Standard Keypins. Schlüsselpins oder Kernpins. Noch ein Standard, ein etwas kürzerer. Jetzt der nach Pin in Pin aussieht. Gut, das ist die Pin-Reihe. Relativ normal, wenn man bei diesem Schloss von normal reden kann. Jetzt geht's los. Hier haben wir eine Art Spule oder auch einen Serrated. Also der hat eine ziemlich scharfe Kerbe in sich. Jetzt kommt ein Standard-Pin, ein ziemlich kurzer. Dann kommt, glaube ich, wieder, ja genau, eine von diesen Spulen oder Serrated. Ja, noch einer von diesen Serrated Spulen. Und der letzte ist auch ein Serrated. Ja, relativ schwer zu picken gewesen. Jetzt bei diesem einen Versuch ging es natürlich komischerweise recht schnell. Aber die anderen 30 Versuche waren nicht so gut, kann ich euch sagen. Ja, jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich das wieder ganz irgendwie zusammenbekomme, das Ganze. Das Schloss gehört Tobi. Ach ja, hier oben haben wir noch, ja, wie gesagt, ein paar passive Pins. In Kammer Nummer 2 ist ein langer passiver Pin, in Kammer Nummer 1 ist ein Kugellager und in Kammer Nummer 6 ist noch wieder ein kleiner passiver Pin, und dann haben wir noch so eine Art Sidebar, die ist allerdings aus Kunststoff und ich weiß gar nicht genau, welchen Zweck die erfüllt. Ich glaube, sie schützt einfach nur beim Drehen davor, dass hier irgendwelche Pins in die Seite reinspringen, also ins Warding reinhüpfen. Quasi wie ein Schirm, bloß aus Plastik. Ein Chorschirm. Ja, relativ interessantes Schloss. Relativ interessant zu picken. Ich habe ein bisschen damit gehadert, also es hat ordentlich lang gedauert, wie ihr wisst. Die ersten 20, 30 Male und immer wieder Probleme gehabt. Aber es ist durchaus interessant, also ich kann es immer empfehlen, wenn ihr mal so eins findet bei eBay oder so. Ist eine coole Sache. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat gefallen. War mal ein anderes Schloss. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.